Herr Wortmann, wie fiel der Auftragseingang im Maschinenbau im Juni aus? Im Juni sank die Nachfrage im Vorjahresvergleich um 5%, die Inlandsorders fielen sogar um 16%. Bei der Auslandsnachfrage gab es eine faustdicke Überraschung. Wir hatten hier im Juni 2018 sehr hohes Vorjahresniveau. Das lag daran, dass wir viele Aufträge für Großanlagen aus den Nicht-Euro-Ländern hatten. Und normalerweise ist klar, ein Jahr später kann man das nicht so wiederholen. Man landet im Minus, vielleicht sogar im starken Minus. Das Gegenteil war diesmal der Fall. Wir hatten noch mehr Aufträge an Großanlagen und wieder aus den Nicht-Euro-Ländern. Und insofern ist uns eine Stagnation gelungen. Ich kann das Ganze auch mit Zahlen belegen. Wir hatten bei den Euro-Partnerländern Minus von 9%. Da kann man sagen, das geht auf die Konjunktur zurück. Und bei den Bestellungen aus den Nicht-Euro-Ländern ein Plus von 2%, was also diesen Effekt sehr gut belegt. Und was bedeutet das für die Halbjahresbilanz bei den Auftragseingängen? Die ist ganz klar enttäuschend ausgefallen. Wir hatten insgesamt ein Minus von 9%, Inland und Ausland gleichermaßen minus 9%. Es geht im Prinzip auf 3 Faktoren zurück. Seit geraumer Zeit schon beobachten wir, dass sich die Weltkonjunktur verlangsamt. Da bekommen wir also weniger Impulse, hier und da negative Impulse. Der zweite Faktor sind die gesamten, meist politisch motivierten Verwerfungen. Hier gibt es die gesamten Handelsstreitigkeiten. Es gibt den Brexit, der verschoben wurde. Weitere Themen, Russland, der Iran beispielsweise oder auch die Konflikte am Persischen Golf. Und all das bringt ganz viele Unsicherheiten mit sich und die sind einfach Gift für das Investitionsgüterklima. Und dann haben wir drittens, als wäre das noch nicht genug, einen tiefgreifenden Wandel in der Automobilindustrie. Das ist unser größter Kunde. Das trifft uns natürlich auch. Und was heißt das nun für die Produktion in den Maschinenbaubetrieben? Die Produktion hat sich stark gewandelt. Die Kapazitätsauslastung liegt aktuell bei 86,6%, vor einem Jahr bei 91%. Aber man kann sagen, das ist für den Schnitt der Branche durchaus ein guter Wert. Sie liegt nämlich leicht über dem langjährigen Durchschnitt von 86,2%. Was uns natürlich Sorgen bereitet, ist der Auftragsmangel. Man merkt das ganz klar. 27% der Unternehmen, also mehr als ein Viertel, sagen, sie haben Auftragsmangel. Mit anderen Worten, sie könnten mehr fertigen, wenn sie mehr Aufträge hätten. Es gab zum Positiven gewendet 2 Faktoren. Das eine ist der Materialmangel. 11% der Firmen haben noch Materialmangel, das war vor einem Jahr viel mehr gewesen. Und ebenso hat sich die Lage am Fachkräftemarkt etwas entspannt. 22% der Unternehmen haben noch Fachkräftemangel. Dankeschön.